Psychische Probleme, einschließlich Depressionen und Angstzustände, gehören zu den größten Ursachen für das Elend in unserer Welt. Im Laufe meines Lebens und in meiner eigenen Familie habe ich mit Ärzten und Psychiatern zu tun gehabt, die diese Krankheiten behandeln. Als Premierminister meines Landes Portugal und als Flüchtlingskommissar wurde mir das Leid, das sie verursachen, sehr deutlich bewusst. Und dieses Leiden wird oft durch Stigmatisierung und Diskriminierung noch verschlimmert, was absolut inakzeptabel ist. Laut Weltgesundheitsorganisation gehören Depressionen zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Krankheiten. Die Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg sowie wirtschaftliche Herausforderungen und Existenzangst. Viele Menschen haben Angst oder sind deprimiert. Papst Franziskus sagt in einem Interview für das Buch Angst als Geschenk, dass übermäßige Angst nicht christlich sei. Auf die Lebensspanne betrachtet ist verschiedenen Studien zufolge etwa jeder 5. bis 6. Erwachsene einmal im Leben von einer Depression betroffen. Frauen erhalten eine Depressionsdiagnose doppelt so häufig wie Männer. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wird Depression oft als Begriff gebraucht, um alltägliche Schwankungen unseres Befindens zu beschreiben. Aber eine Depression im medizinischen Sinne ist etwas anderes. Aus medizinischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung. Kann Angst zu Depressionen führen? Was sind eigentlich Depressionen? Und helfen nur Pillen oder auch das Gebet? Wir sprechen heute mit dem Vorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Prof. Dr. med. Ulrich Hegerl. 5,3 Millionen Depressive in Deutschland. Jetzt hier, EWTN TV UN-Blog. Guten Tag. Im Jahr 2003, anlässlich der internationalen Konferenz zum Thema Depression, beschrieb Papst Johannes Paul II. Die Krankheit Depression als einen Riss oder sogar Bruch in sozialen, beruflichen oder familiären Beziehungen. Der Begriff Depression kommt aus dem lateinischen deprimere, was so viel heißt wie niederdrücken. Depression ist eine psychische Störung. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leben mehr als 300 Millionen Menschen weltweit mit Depressionen. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gibt es in Deutschland mehr als 5 Millionen Menschen, die unter Depressionen leiden. Ich bin jetzt in Leipzig mit dem Vorsitzenden der Stiftung verbunden, Prof. Dr. med. Ulrich Hegerl. Professor Hegerl ist hauptberuflich bei der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt tätig und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer. Grüße Sie, Herr Professor. Guten Tag, Herr Peschken. Der Schirmherr Ihrer Stiftung, der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, ist seit 2008 der Entertainer, Schauspieler und unser Bruder im katholischen Glauben, Harald Schmidt. Er umschrieb das Thema in seiner bekannten Art, Zitat, 5 Millionen Depressive in Deutschland, das kann nicht nur am Fernsehprogramm liegen. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass er unser Schirmherr geworden ist. Ich hatte ihn damals angeschrieben und es kam ein ganz einfaches, schnelles Schreiben zurück. Ja, mache ich, wann treffen wir uns? Ne? Und so ist diese sehr schöne Kooperation entstanden und Herrn Harald Schmidt haben wir sehr, sehr viel zu verdanken, denn in der Anfangsphase wussten wir kaum, wie wir uns über Wasser halten können und da hat er sogar den Geldbeutel aufgemacht und uns über mehrere Jahre hinweg eine ganze Stelle finanziert. Also es ist ein sehr selbstloser Einsatz hier für die Belange der Menschen mit Depressionen. Hat Harald Schmidt einen direkten Bezug zum Thema Depression? Wie kam die Verbindung zustande, Herr Professor? Nein, ich denke, er hat den Eindruck, dass eben Menschen mit Depressionen keine laute Stimme haben und ja, eher hinten runterfallen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da, glaube ich, hat er eben das Gefühl gehabt, sich dafür einzusetzen, macht Sinn. Die Depression ist ja keine neuartige Krankheit. Selbst der griechische Philosoph, zum Beispiel Plato, der von 427 bis 347 vor Christus lebte, hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Zu seiner Zeit war die Depression als Melancholie bekannt. Heutzutage sind die verschiedensten Formen der Depression ja bekannt und laut einer Umfrage Ihrer Stiftung, Herr Professor, wird auch als Krankheit verstanden und nicht als Charakterschwäche.
Herr Professor, es wird seit kurzem viel darüber berichtet, welche körperlichen Schäden beispielsweise die Corona-Impfung angerichtet hat und anrichtet oder aktuell der furchtbare Krieg in Ukraine oder wirtschaftliche Krisen, die Energiekrise. Kann die Sorge, die nackte Angst, Depressionen bei den Menschen verursachen? Viele Menschen glauben, dass Depression vor allem eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist. Wenn es Schicksalsschläge gibt, Einsamkeit, Bitternisse, Partnerschaftsprobleme, Berufsüberforderung, das ist die Vorstellung, die die Menschen haben, aber das stimmt nicht, denn Depression ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung. Wenn jemand die Veranlagung hat dazu, dann rutscht er meistens nicht nur einmal, sondern mehrfach im Leben in diesen speziellen Zustand Depression und häufig hat er auch erkrankte Angehörige. Denn diese Veranlagung kann vererbt sein, sie kann aber auch erworben sein, zum Beispiel durch Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen in der frühen Kindheit kann sich das Risiko erhöhen, dass man später im Leben an einer Depression erkrankt. Die Tatsache, dass die meisten Menschen glauben, es sind die Bitternisse des Lebens, die zu einer Depression führen, erklärt auch, warum Antidepressiva so einen schlechten Ruf haben. Denn wenn jemand glaubt, dass es eine Überforderung ist im Beruf, die ihn jetzt in die Depression getrieben hat, dann wird es ja nicht einleuchten, warum man hier Psychopharmaka einnehmen soll. Man muss dann das Leben in Ordnung bringen. Also die Leute verstehen oft nicht, dass Depression auch eine richtige Hirnerkrankung ist. Das versteht man erst, wenn man das Privileg hat, wie ich das eben hatte, dass man viele, viele hundert Menschen mit Depression über Jahre hinweg begleitet hat. Dann erlebt man, dass ein Mensch mit einer Depression, der eine Episode hat, wieder rauskommt, dann wieder genuss- und leistungsfähig ist, dann nochmal in eine Depression rutscht und dann plötzlich macht es Klick, dann kippt er in eine Manie. Und Manie ist sowas wie das Gegenteil einer Depression. Und alles, was man sich vorher zurechtgelegt hat an Erklärungen für die Depression, passt einfach nicht mehr. Denn es hat irgendwo im Gehirn Klick gemacht und über Nacht kann ein Mensch von einer Depression in eine Manie kippen, wo er sich ganz großartig vorkommt und voller Energie ist, überhaupt nicht mehr müde und erschöpft. Oder man erlebt den Effekt von Schlafentzug. In meiner Klinik wurde das vielen Menschen angeboten. Die kamen in die Klinik, häufig nach einem Suizidversuch zum Beispiel, also oft mit schweren Depressionen, die oft seit Monaten schon bestand. Und dann, wenn man die Menschen dazu überreden kann, das auszuprobieren, dann wurden sie geweckt. Um Mitternacht blieben dann den Rest der Nacht wach, wurden Spiele und Video und andere Dinge, wurde das erleichtert, das Wachbleiben. Und dann haben diese Menschen zu ihrer großen Überraschung bemerkt, dass plötzlich das erste Mal seit langem das Frühstück wieder schmeckt, die Hoffnung kommt zurück, sie können wieder lächeln. Ein sehr eindrücklicher Effekt, dieser Schlafentzugseffekt, allerdings vorübergehend, denn wenn Sie in der darauffolgenden Nacht wieder schlafen, kommt die Depression zurück. Aber das kann trotzdem natürlich diagnostisch genutzt werden und vor allem auch ist es hoffnungsvermittelnd, weil die Patienten sehen, dass man allein mit diesem Manöver diese Depression wieder durchbrechen kann. Das heißt, die wird nicht bleiben, sondern es ist eben eine Krankheitsphase. Depression ist eben auch eine Hirnerkrankung und das wissen die meisten Leute nicht. Herr Professor, Sie setzen sich seit mehr als 30 Jahren mit großem Engagement für die bessere Erforschung und Aufklärung über Depression und in dem Zusammenhang auch die Suizidprävention ein. Was sagen Sie als Arzt? Sind Tabletten der einzige Ausweg aus der Depression? Nein, natürlich nicht, sondern da gibt es eine ganze Liste von Behandlungen, die in den offiziellen Behandlungsleitlinien auch genannt sind. Die beiden wichtigsten Behandlungssäulen sind Antidepressiva und Psychotherapie. Bei der Psychotherapie ist vor allem das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie das am besten untersuchte Verfahren. Hier geht es sehr um Tagesstrukturierung, um Beeinflussung von negativen Gedankenkreisen, um Zusammenhang zwischen Bewegung, Schlaf und Stimmung, um solche Dinge. Das ist also eine Behandlung, die mit Abstand von allen Psychotherapieverfahren die besten Wirksamkeitsbelege hat. Antidepressiva ist das Behandlungsverfahren, das am häufigsten eingesetzt wird von Hausärzten und von Fachärzten, das heißt den Psychiatern. Neben den Antidepressiva ist die zweite Hauptsäule die Psychotherapie und hier hat das Verfahren der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie mit weitem Abstand die besten Belege. Das ist ein Verfahren, da geht es sehr ums Hier und Jetzt, da geht es um Tagesstrukturierung, Vermeiden von Selbstüberforderungen, auch soziale Kompetenz, dass man auch mal im richtigen Moment sich abgrenzen kann und Nein sagt, denn Menschen mit Depressionen sind oft sehr liebenswürdige, verantwortungsvolle und hilfsbereite Menschen
und manövrieren sich deswegen oft auch in Selbstüberforderungen, weil sie oft für andere da sind und die eigenen Interessen nicht ausreichend wahrnehmen. Also Antidepressiva, Psychotherapie sind die beiden Hauptsäulen. Dann gibt es aber auch noch Hirnstimulationsverfahren. Die Elektrokrampfbehandlung ist vor allem bei sehr schweren, therapieresistenten Depressionen hochwirksam und wird in allen guten Fachkliniken auch eingesetzt. Dann haben wir auch noch über Magnetstimulation Möglichkeit, die Depression zu beeinflussen. Das ist aber eher ein ergänzendes Verfahren. Auch Sport ist etwas, was unterstützend mit angeboten werden sollte. Also das heißt, wir haben eine ganze Palette, aber Antidepressiva und Psychotherapie sind die beiden wichtigsten Behandlungsansätze. Als Christ glaube ich, dass man durch das Gebet für andere und sich selbst Menschen helfen kann. Ist das Gebet neben den medizinischen Hilfen, wenn es um die Behandlung von Depressionen geht, für Sie als Psychiater eine Option? Das ist natürlich keine evidenzbasierte, durch Studien belegte Intervention, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen zumindest, wenn die Depression nicht ganz so schwer ist, über diesen Weg vielleicht etwas Halt finden, vielleicht etwas Orientierung finden, vielleicht auch etwas geschützt sind von suizidalen Impulsen und Handlungen. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber natürlich ist es keine etablierte Behandlung, die irgendwo in den Behandlungsleitlinien auftauchen kann. Der Psychologe und Psychotherapeut Salvo Noe hat kürzlich ein neues Buch veröffentlicht, La Paura come Dono, zu Deutsch in etwa Angst als Geschenk. Er dokumentiert darin sein persönliches Gespräch mit Papst Franziskus. Der Papst sagte zum Thema Angst: Menschen beistehen, sich mit ihnen austauschen, gemeinsam etwas unternehmen, ist ein wahres Medikament gegen Angst. Herr Professor, Zwischenmenschlichkeit, das sich kümmern um den Nächsten, fehlt uns das nicht heutzutage und könnte es so manche Angst und daraus resultierende Depression vielleicht verhindern? Ich glaube, da stimmen Ihnen die allermeisten Menschen zu, dass wir durch unseren Individualismus sehr viel auch in eine Orientierungslosigkeit geraten sind, viele Menschen auch in Einsamkeit, die kleinen Familien. Da ist sicherlich sehr vieles, was die Qualität des Lebens in unserer Zivilisation beeinträchtigt, neben den vielen Vorteilen, die es auch gibt. Die Vorstellung, dass man damit Angststörungen, ich meine es nicht Ängste ganz allgemein, sondern Angsterkrankungen, behandeln kann, indem man sich zum Beispiel in der Gemeinde engagiert, das ist auch wieder etwas, wo einfach die Belege fehlen. Es ist ja sogar so, dass in Kriegszeiten Angststörungen ja eher abnehmen, möglicherweise sogar auch Depressionen. Das ist also nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man denkt, es gibt irgendwelche Ängste, der Krieg zum Beispiel, und jetzt kriegen die Menschen Angsterkrankungen. Das ist vielleicht sogar eher umgekehrt. Also ich erinnere mich an einen Patienten, den ich wegen einer Angststörung behandelt hatte, zu Beginn der Corona-Geschichte. Und den habe ich beim Bäcker getroffen und habe ihn gefragt, wie es ihm geht, und hat gesagt, mir geht es jetzt eigentlich besser. Ich habe jetzt zwar Angst vor diesem Coronavirus, aber die krankhaften Ängste, die ich vorher hatte, sind nicht mehr da. Also diese Zusammenhänge sind leider komplizierter und auf keinen Fall ist es ein Medikament gegen Depression. Da wird man der Erkrankung nicht gerecht. Das ist viel weniger eine Reaktion auf die sozialen Gegebenheiten als eben eine eigenständige Gehirnerkrankung, die es auch bei den alten Griechen schon gab und in allen Kulturen gibt. Wir haben ja in den letzten 40 Jahren eher eine günstige Entwicklung. Wir haben vor 40 Jahren hatten wir 18.000 Suizide in Deutschland, jetzt haben wir 9.000. Das heißt, die Zahl der Menschen, die sich das Leben nehmen, in der Regel in Verbindung mit psychiatrischen Erkrankungen, hat abgenommen. Drastisch. Eine ganze Kleinstadt nimmt sich heute weniger das Leben als vor 40 Jahren. Und der Hauptgrund dürfte sein, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, vor allem auch mit Depressionen, sich heute häufiger Hilfe holen, häufiger eine Diagnose bekommen, häufiger auch behandelt werden und aus der Isolation rauskommen. Also die Entwicklung ist, wie gesagt, kompliziert und man muss immer genau überlegen, was meint man. Meint man unspezifische, allgemeine Lebensängste, dann würde ich unserem Papst zustimmen. Aber das ist natürlich kein Medikament, sondern das ist einfach gesunder Menschenverstand, dass es natürlich für jeden etwas ist, was ihm auch sehr viel gibt, wenn er sich auch für andere Menschen engagiert und sich nicht nur permanent um sich selber dreht. Meine Empfehlung
Nach der wirklich sehr erfolgreichen Arbeit, die diese Stiftung in den letzten Jahren geleistet hat, wenn Sie Verdacht haben, sprechen Sie erst mit Ihrer Familie und wenden Sie sich dann an einen Facharzt. Und es gibt auch über die Stiftung Deutsche Depressionshilfe tolle Links und Websites im Internet, wo Sie sich Informationen holen können. Depression ist eine Krankheit, die heute mittlerweile sehr gut behandelbar ist. Sollten Sie betroffen sein, wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Wer im Alter regelmäßig in die Kirche geht, wird seltener depressiv. Das ist das Ergebnis einer Studie des Trinity College im irischen Dublin. Für die Studie wurden zwischen 2010 und 2016 über 6.000 Menschen untersucht, die älter als 50 Jahre sind. Die religiöse Praxis und das psychische Wohlergehen sind in sehr komplexer Weise miteinander verbunden, sagte die leitende Forscherin, Doktorin der Philosophie Johanna Orr. Die Ergebnisse seien vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass vielen Menschen Religion wichtig sei, deren Ausübung jedoch abnehme. Es ist wichtig, sagte Frau Orr, dass religiöse Praxis möglich ist. Dadurch entstehen soziale Netzwerke und soziale Partizipation. Dies seien die Hauptgründe, weswegen Kirchengänger weniger häufig depressiv werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen.